Hallihallo, ich bin der Peter. Ihr kennt mich als Stormtrooper oder auch als Extension. Und das hier ist mein Vlog Gedanken eines alten DJs. In unserer zweiten Folge heute geht es um TikTok-Raver. Ein Schimpfwort, das sich vor ungefähr 5 Jahren etabliert hat. Leute, die alle gleich aussehen und in komischen Lederharnischen auf einer Social-Media-Plattform rumhampeln, ganz furchtbar aussehen, alle sehen gleich aus und tanzen zu schrecklicher Musik. Das ist zumindest, was die Alten über die TikTok-Raver sagen. Wollen wir uns mal anschauen, was da genauer dahinter steckt. Also, vor 5 Jahren hatten wir die Pandemie, die Covid-Pandemie, und alle Clubs waren zu. Das heißt, eine ganze Generation von 18- bis 20-Jährigen oder um den Dreh konnte einfach nicht feiern gehen. Aber natürlich möchte man sich in dem Alter das Feiern nicht nehmen lassen. Und dann kam irgendwer auf die Idee, man könnte ja Tanzvideos auf TikTok machen, einer recht beliebten Social-Media-Plattform, über die ihr vielleicht dieses Video gerade seht. Genau, irgendwer ist auf die Idee gekommen, man könnte sich da so einen schicken Harnisch anziehen. Und das haben dann immer mehr Leute gesehen und haben es nachgemacht, und schnell hat sich dann ein Trend entwickelt, dass alle in den sehr ähnlichen Klamotten rumgelaufen sind und halt einen bestimmten Techno-Stil gehört haben. So, jetzt schimpfen die Alten, dass das ganz furchtbar ist, alle schauen gleich aus, tralala, und tun so, wie wenn das vorher noch nie passiert wäre. Aber wenn wir mal die noch nicht allzu lange Techno-Geschichte ein bisschen zurückgehen, finden wir in den 90ern plötzlich, dass alle, die neu, oder was heißt alle, viele, die mit Techno neu in Berührung gekommen sind, in Müllmann-Westen rumgelaufen sind und mit weißen Handschuhen und mit Gasmasken. Und surprise, surprise, die Alten, die schon länger in der Szene waren, haben sich darüber aufgeregt, dass die Neuen alle gleich ausschauen. Und dann in den 2000ern kamen plötzlich die Zeltschlaghosen auf, also die ultraweiten Schlaghosen und die Vogelnestfrisuren. Und wieder haben sich die Alten aufgeregt, dass die Neuen alle gleich rumlaufen, die ganzen Karstadt-Raver, wie sie damals geheißen haben. Ja, was in den 10er Jahren war, weiß ich jetzt nicht genau. Könnte man vielleicht Jumpstyle anführen als widrigen Trend. Auf alle Fälle sehen wir dieses Uniformitätsding. Das ist nichts, was die TikTok-Raver erfunden haben. Das gab es schon immer und immer wieder in der Techno-Szene. Man sollte sich vielleicht bewusst machen, dass niemand, der beschließt, dass er zu einer Szene zugehörig ist, sich direkt überlegt, wie könnte ich möglichst viel Individualität reinbringen, sondern er versucht erstmal so auszusehen wie alle anderen, um dazuzugehören. Wenn ich mir überlege, als ich Ende der 90er beschlossen habe, dass ich jetzt ein Vollblut-Gabber bin, was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Glatze rasiert, ich habe mir einen Trainingsanzug gekauft und eine Bomberjacke, damit ich genauso rumlaufe wie alle anderen Gabbers. Und, check this out, alle Gabbers sehen gleich aus. Oder? Damals haben alle Gabbers gleich ausgesehen. Glatze, Bomberjacke, Jogginganzug. Von daher kann man, glaube ich, festhalten, dass die Uniformität erstmal was vollkommen Normales ist, weil man einfach das nachahmt, was man als erstes gesehen hat. Und man sieht natürlich erst einmal die Spitze des Eisbergs und nicht das, was sich unter Wasser befindet, den Underground. Genau, und im Normalfall die Leute, die länger dabei bleiben, entwickeln auch mit der Zeit ihren eigenen Stil. Klar, man weiß dann, was die Gepflogenheiten sind und kann da seine eigene Note mit reinbringen. Und die einfach nur Teil des Ganzen waren, weil es ein Trend war, die werden sich weiter orientieren. Die entwickeln keinen eigenen Stil, die lassen den, um jetzt beim konkreten Beispiel zu sein, den TikTok-Raver-Stil auch wieder links liegen und schließen sich dem nächsten Trend an. Die ist dann auch nicht schade, das passt, die suchen ihren Platz einfach anderswo. Und die dabei bleiben, die werden mit der Zeit individuell. Das ist mit uns ja auch nichts anderes gewesen. Ich trage auch keine Müllmann-Westen mehr, ich habe keine Glatze mehr, also zumindest keine rasierte. Die natürliche kommt langsam. Und ja, ich habe meinen eigenen Stil, so wie viele andere Leute. Deshalb denkt mal drüber nach, ob ihr die Jungen, die sich versuchen, unserer Szene anzuschließen, gleich verurteilen wollt, nur weil sie jemand anderen nachmachen. Ist ein vollkommen natürlicher Vorgang, und man sollte eigentlich froh sein, dass die beschlossen haben, diesen positiven Spirit der Techno-Szene, das Tanzen und Fröhlichsein in der Zeit, wo kein Club offen war, weiterzutragen und einfach online gute Stimmung zu verbreiten, auch wenn viele davon genervt waren. Irgendwer ist immer genervt. Genau. Und daher seid mal ein bisschen open-mindeder, nehmt die Jungen vielleicht an die Hand, sagt ihnen nicht, sie machen es falsch, das ist definitiv der falsche Weg, aber zeigt ihnen, es gibt noch mehr, und dann kann jeder für sich entscheiden, wie er rumlaufen will.
Ich meine, hey, das war doch das, was Techno ursprünglich mal ausgemacht hat, oder? Dass wir uns alle gegenseitig lieb haben und jeder so rumlaufen darf, wie er möchte. Und ich finde, das ist eines der wenigen Dinge, die sich in der Techno-Szene nicht ändern sollten. Habt einander lieb, gebt aufeinander Acht und schreibt in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Alles klar, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Rinne die Rinne.